Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu This is the Police. Tag 11 heute. Ja, noch geht's ganz gut. Ich meine, wir haben der Mafia ein paar Gefallen getan, wir haben der Mafia ein paar Gefallen abgeschlagen. Bald ist die Anhörung wegen den Femmer-Nazis und, Ach ja, genau, wir sind geistig gesund. Alles super. Alle Angestellten der Stadtverwaltung erhalten Betriebswagen für Privatnutzung. Und wieder einmal, niemand stört das. Kapitalismus. Freiburg erleidet Invasion kleiner Drogendealer. Davon weiß ich nichts, aber okay. Wird Freiburg Austragungsort des Halbfinales aus der Jugend-Hockey-Liga? The Fact, ich weiß nicht, wie ich euch sagen soll. Ne? Aber ihr solltet euch mal nach, ich weiß nicht, neuen Redakteuren umschauen. Oder, ich weiß nicht, wer designt die Überschriften? Den solltet ihr feuern und jemand Neues holen. Oh boy, jetzt geht die Anhörung los. Mr. Boyd, warum haben Sie Ihre Beamten zu der feministischen Demonstration geschickt? Das ist mein Job. Die Feministen hätten eine Bedrohung sein können. Wir haben Beschwerde über Lärm erhalten. Aussage verweigern. Ja, die hätten eine Bedrohung sein können, klar. Ehrlich gesagt können die, auch wenn es nur Frauen sind, trotzdem richtige Aufstände organisieren. Außerdem sind einige Damen mehr als kräftig gebaut. Da hat er recht. Ich glaube, das ist eine Frau, die uns gegenüber sitzt. Wir sollten uns ein bisschen zurückhalten. Stellten Teilnehmer der Demonstration Ihrer Meinung nach tatsächlich eine Gefahr für andere dar? Auf jeden Fall, auf keinen Fall. Schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Ja, es sind Femmer-Nazis. Die sind immer eine Gefahr. Egal, wo sich mehr als 50 Leute treffen, es besteht dabei immer die Chance, dass etwas aus dem Ruder läuft. Jupp. Mr. Boyd, Sie sind verheiratet, ja? Ja, aber meine Frau und ich leben nicht zusammen. Ich glaube, das können die wissen. Das geht sie nichts an. Obwohl, hm. Na, wobei, nichts. Spielen wir mal die Wahrheitskarte. Dem Gesetz nach bin ich verheiratet, aber meine Frau und ich haben uns zu Hause getrennt. Sie lebt nicht mehr in meinem Haus. Wie denken Sie persönlich über Frauen? Genauso wie über Männer. Ja, nö, da bin ich hier. Ich bin ja, ne? Das ist ja das, was ich gesagt habe. Feministen wollen keine Gleichheit. Feministen wollen Bevorzugung von Frauen. Ich denke über Frauen genau wie über Männer. Was mich betrifft, sind sie genau wie Männer. Einige Frauen sind großartig, andere kann ich weniger leiden. Jupp. Mr. Boyd, haben Sie den Befehl gegeben, die Demonstration gewaltsam aufzulösen? Okay. Ich mag die Stadtverwaltung nicht. Andererseits habe ich kurz davor um eine Gehaltserhöhung gebeten. Ganz ehrlich, ja. Ja, das sind fucking Feminazis. Ja, das war mein Befehl. Sollen sie mich doch feuern. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. Wer zur Hölle ist Varga? There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. Werden wir jetzt umgebracht? That's how the newspapers described Vickis Varga. Rising star in Freeburg's criminal underworld. Oh Gott. He appeared out of nowhere. And with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. Oh Gott, ja, das ist der He neue killed Mafia. those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed.
In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. Also im Prinzip der Joker aus Batman. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Ich weiß, wo das Not the hinausläuft. best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Das ist ein Oh, guter you Punkt. exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. Hey, Finger weg. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wie So alt bist don't du? wait too long to call. Mal die auf Mind meine, if you're auf meine drunk, Haut, it's all the Alter. more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. Ja, kannst du dich trotzdem wieder verpissen? If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Oh Mann. Ja, der neue hier Typ will jetzt, dass ich den alten Sack Stan Lee aus dem Geschäft jag und der Stan Lee will, dass ich ihm helfe, den neuen Typen platt zu machen. Darauf wird es hinauslaufen. Okay, eins machen wir noch. Orthodoxer Priester besticht Bürgermeister. Das ist zum Glück nicht. Aber schade, dass er ihn nicht ersticht. Aber warte mal. Ein orthodoxer Priester besticht Bürgermeister. Immer noch. Wie ist der Typ im Amt? Griechischer Priester wird Vorsteher der orthodoxen Kirche von Freiburg. Wir haben eine orthodoxe Kirche. Studenten melden sich freiwillig, um Bauern zu helfen. Oh, ernsthaft. The fact, ne? Das mögen ja Fakten sein, aber die interessieren keine Sau. Ehrlich, denkt euch mal, die beiden berichten immer über das aktuelle Tagesgeschehen, das interessiert die Leute und Studenten melden sich freiwillig um Bauern. Oh Gott. Ehrlich. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. Vertraue niemals jemanden, der dir Obst schenkt. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Natürlich war's das. Fine. Und wer zur Hölle bist du überhaupt? So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? Das ist keine To Antwort. work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Natürlich haben wir Where? das. The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. Oh boy. Stan Lee zitiert uns The hier. morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter?
As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a Wenn bad der mich jetzt dream, anschnauzt, weil ich probably einmal seinen lying Job nicht bloody gemacht and habe, ne? concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Oh ja, das wirkt sehr, sehr einladend und freundlich und überhaupt nicht gefährlich. Absolut keine Gefahr droht mir hier, da bin ich mir sicher. Stan Lee ist ein guter Mann. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Ja, ich glaube, es Meet passiert any genau das. interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. Comics zeichnen. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Kendrick, du Needless to dummes say, I'm Stück. impressed. Ja. Well, some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly. Why, you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Bild Forgive verstehe. his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. I Ja. don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. Krieg? Was für ein Krieg? What Der Krieg war? gegen Varga? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vicus Varga Ich hab's declares gesagt. war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can Wie kann you Papier imagine teuer his sein? reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack,
I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. Ich würde If das I ehrlich went gesagt nicht als stalking my Beleidigung sehen. prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Das hast du schon getan. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Muss ich mich jetzt entscheiden, wen ich anrufe, oder was? Die Auswahl zwischen Pest und Cholera. Ganz groß. Naja. Schreib du nur weiter an den Avengers. Keine Sorge. Ich lass dich in Ruhe. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Oh Mann, das ist, Ja, das ist jetzt sehr viel schneller eskaliert, als ich mir das vorgestellt habe. Okay, fassen wir zusammen. Vicus Varga, wir wissen nichts über ihn. Der hat es für nötig befunden, uns in einer Nebengasse zu treffen und uns wie ein Kleinkind mit einem fucking Kuli seine Nummer aufs Handgelenk zu schreiben. Stan Lee hingegen ist ein Typ mit Klasse, der ist ein Jäger, er hat eine eigene Ranch. Er ist vielleicht grausam, aber er ist wie so ein alter Lehrer. So. Er ist vielleicht hart, aber gerecht. Ja? Er tut keinem was, wenn man ihm nichts tut. Und er hat so einen annähernden Ehrenkodex, ja? So wie die Cosa Nostra so ein bisschen. Ja? Oder die Yakuza. Und außerdem, ich weiß nicht, ist es nicht leichter, mit etablierten Parteien zu arbeiten? So, weißt du, es ist leichter, sich mit dem Feind wohlzufühlen, den man kennt. Ja. Ich glaube, wir helfen Stanley. Ja. Ja, wir helfen Stanley. Tell him it's Boyd. Okay, der Tag geht los. Das wird heute, glaube ich, ein etwas längeres Ding. Oh Mann. Ja. Singenem. Ich glaube, ich bestelle dann einfach mal ein bisschen neue Musik vor. Offizielle Beschwerde. Sie wurden des Amtsmissbrauchs für schuldig befunden. Die Stadt verlangt, dass ihre Beziehung um 50% gesenkt war. Amtsmissbrauch? What? Moment mal. Francis hat alle Prüfungen mit fliegenden Fahnen bestanden und sollte eine Belohnung erhalten. Wow! Birch, was zur Hölle? Ich bin beeindruckt. Du bist ja schon fast nützlich. Morgen ist es soweit, lassen Sie bis dahin nichts zustoßen. Gehaltserhöhung, okay. 600... Wow, danke. Sie können es einfach in die Detective einstellen. Okay, Theresa Weaver. Ja, klar. Ach, keine Ahnung, schicken wir die... Obwohl halt, hier haben wir 3 Leute, ja... Ah ja, die schicken wir in die A-Schicht, glaube ich. So. Okay, jetzt machen wir das mal als erstes. Warte. Warum? Was? Auch kann ich den jetzt die ganzen Tage nicht einsetzen, oder was? Wen möchte ich denn... Obwohl, nein, halt. Statistiken. Oh, okay. Wöchentliches Einkommen. Wow, das ist gar nichts. Beamte entlassen. Bester ist Stowell, ohne Frage. 500, Alter, leckt mich am Arsch. Und Mole ist der beste Detektiv. Ja, Verbrechen aufgeklärt, Fälle gelöst, ja. Ah, ist doch ganz gute Bilanz bis jetzt. Da habe ich mir nicht viel zu Schulden kommen lassen bis jetzt. Und los geht's. Massenschlägerei, oh boy. Wir haben einen Anruf von einem Clubbesitzer erhalten, der sagte, dass sich die Eingangshalle in eine Schlägerei entwickelt habe, an der mehr als 20 Leute beteiligt seien. Die Sicherheitsleute wollen sich nicht einmischen, weil ein paar der Kämpfenden Messer bei sich haben. Pff, Weicheier. Da liegen bereits mehrere Verwundete auf der Tanzfläche, aber niemand weiß, was das alles ausgelöst hat. Also das ist ein Fall für Kochi. Und, ich würde sagen, wir schicken 4 Leute hin.
würde sagen, wir schicken... Ja. Asano und dann noch Flowers. So. Wie kriege ich so einen verdammten Wagen? Ich will einen Wagen haben. Okay. Wahrscheinlich muss ich das auch anfragen. Schicken wir das SWAT-Team mit? Was ist Schlägerei? Nee, das SWAT-Team ist ja wohl nicht für fucking Schlägereien. Ich meine, das habe ich zum Spaß bei der Demonstration mitgeschickt, aber, ne? Andererseits kann ich die ja... Nee, ich glaube, das kriegen die so. Eine fucking Massenschlägerei, bisschen Tränengas. Obwohl, dafür bräuchte ich vielleicht das SWAT-Team. Ach goddammit. Ich weiß es auch nicht. Und das stört mich immer noch. Warum kann ich ihn nicht einsetzen? Ah. Na gut. Ich bin mal gespannt, was Stan Lee jetzt noch alles von mir will. Ob ich jetzt vielleicht ein paar seiner Gefallen wieder ausschlagen kann, weil ich mich jetzt für ihn entschieden habe. Mal gucken, was kommt. Wahrscheinlich wollen die Unterstützung. War klar. Kann ich das... Nee, ich kann nicht das SWAT-Team stücken. Rückzug. Na gut, ich schicke euch noch 2, aber damit müsst ihr jetzt auch wirklich mal klarkommen. Und los geht's. 2 Teenager sind auf einem Spaziergang mit ihrem Hund in einen Streit geraten und schließlich hat einer der beiden den Hund auf den anderen gehetzt. Die Polizei wurde von einem Mädchen gerufen, das in der Nähe mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Ah, okay. Und jetzt sind alle mit den Beamten unterwegs. Und wenn jetzt was passiert, dann kann ich nicht darauf reagieren. Großartig. Fucking Massenschlägerei, Alter. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Na los. Na los. Na los. Löst die verdammt nochmal auf. Das kann doch nicht so schwer sein. Täter gefasst. Beamte unversehrt. Zivilisten unversehrt. Sehr gut. Großartig. Oh, what the fuck. Ein Junge liegt am Boden und kann sich nur unter größter Mühe eines wütenden Hundes erwehren, der nach seiner Kehle schnappt. Den Hund mit dem Taser betäuben, am Halsband des Hundes ziehen, in die Luft schießen. Ja, ich bin eigentlich gegen Gewalt gegen Tiere, aber am Halsband des Hundes ziehen, nein. Wir tasern den. Der Hund lässt den Jungen los und sein Besitzer setzt zur Flucht an. Die Teenager befehlen, stehen zu bleiben, dem Besitzer nachrennen. Das Rad des Jungen borgen. Ja, klar. Okay, das hat funktioniert. Ich hätte da echt so gern irgendwie Details, bei der so kann ich genau wissen, wie die das jetzt gemacht haben. Mann. Hoffentlich reicht das. Fucking Mord in der Kirche, Alter. Los, 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 ich brauche euch. Ah! Come on, come on, come on, come on, come on. Oh, okay. Oh, fucking hell. Gemeindemitglied Marie Serpentine hat Schüsse in der Kirche gemeldet. Ein bärtiger Mann mit Hut ist in einen Beichtstuhl gegangen und kurz darauf ein paar Schüsse gehört. Dann hat der Mann gelassen den Beichtstuhl verlassen, sich bekreuzigt und auf einer der Bänke niedergelassen. Ich glaube, er betet. Oh boy. Okay, fuck it. Jetzt schicken wir das Wort hin. Das ist ein religiöser irgendwie Fanatiker oder sowas. Ja, da schicken wir... ja. Nee, Flowers kommt auch noch mit. Okay, go. Wenn das irgend so ein religiöser Fanatiker ist, dann habe ich da keine Lust, irgendwie mit halben Bandagen irgendwie aufzutauchen. Versuchter Mord. Linda Howard hat stark nuschelnd angerufen und gesagt, der Zahnarzt hätte ihr beim letzten Besuch das Gesicht gelähmt. Die haben mich ja irgendein Gift gespritzt. Verhaften. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bullshit ist. Das klingt nach so einer Bullshit-Story. Aber nur um sicher zu gehen, schicken wir mal Yankee und Tsubaki. Aber ich bin mir fast sicher, dass das Schwachsinn ist. Also... zu 90% sicher, dass das Schwachsinn ist. Ich mache mir mehr Sorgen um die SWAT-Einheit. Moment, wir machen dramatische Musik und dafür haben wir jetzt ja extra Beethoven. Na, so. Um den Mörder zu schnappen. Scheiß religiöse Fanatiker. Außerdem ist Beethoven ja gut wie die Seele, haben wir ja vom Psychiater bestätigt bekommen. Na, wie sieht's aus? Täter gefasst, Beamte unversehrt. Sehr gut. Sehr, sehr gute Arbeit. Oh, was haben wir hier? Gefundene Beute, nicht automatische Waffe. Die Beamte haben nicht automatische Waffe im Tatort gefunden. Was soll sie damit machen? Zur Polizeiwache bringen? Von der Mafia verkaufen lassen? Nein. Nein, nein. Ich glaube nicht. Also nicht 4 Beamte und das SWAT-Team. Das wissen zu viele Leute. Eindeutig. Außerdem kann ich das vielleicht hinterher noch verkaufen lassen. So, das war bestimmt eine Falschmeldung. Die junge Frau hat dann ganz normal... es war so klar. Es war so klar.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Mord in der Kirche so easy vonstatten ging irgendwie. Jetzt habe ich extra die dramatische Musik aufgelegt. Kann man nicht mehr Entscheidungen. So. Alle sind wieder da. Terrorismus. Ein Eisverkäufer hat eine verdächtige schwarze Tasche bemerkt, die seit ein paar Stunden alleine auf der Bank liegt. Oh boy. Oh boy. Ich weiß nicht. Hat das SWAT irgendwie... Naja, ich weiß nicht. So, haben die irgendwie... Wie soll ich sagen? Bombenentschärfer oder sowas? Oh Mann. Okay, wir schicken... Ja, wir schicken Kutschi. Ich glaube, da schicken wir mal unsere beiden besten Leute. Und dann auch unsere beiden schlechtesten. Ich glaube, das hilft. Und dann schicken wir das SWAT-Team. Ja. Wobei, vielleicht ist es auch nichts, ne? Ah, ich bin mir nicht sicher. Können die viele Bombe entschärfen? Lernt man das bei der Polizei? Ich hoffe. Aber ich habe das SWAT-Team schon mal eingesetzt. Ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwas kommt. So, es kann durchaus sein, dass jetzt nochmal eine Geiselnahme kommt, ey. Das ist... Oh, warum haben wir das SWAT-Team nur ein-, zweimal am Tag einsetzen? Das ist schon Schwachsinn. Die müssen doch permanent abrufbereit sein. Die Beamten vor Ort haben bemerkt, dass sich in der Tasche etwas bewegt. Zurückbleiben, bis die Bombenspezialisten da sind. Tasche öffnen. Auf die Tasche sie... In der Tasche etwas bewegt. Das ist dann keine Bombe, nehme ich mal an. Okay, wie haben wir einen Täter gefasst? Wenn das einfach... Okay, ich glaube, das ist einfach nur so der Standardbildschirm. Wenn der Fall sozusagen gelöst wird, wahrscheinlich war dann fucking Köter drin. Oder so. Das Spiel verarscht dann aber auch echt ganz gut. So, ja, da musst du 5 Leute starten und da kannst du 5 Leute schicken und das SWAT-Team. Das ist bestimmt super, super gefährlich und so. Ja, am Arsch. So, Tag beenden. Das war anstrengend. So, wir haben uns für den Mafia-Krieg entschieden. Klar. Super easy wird das. Nächstes Mal geht's weiter. Bis dann.